Internationaler Tag der Informationsfreiheit 2021. Der Internationale Tag des allgemeinen Informationszugangs ist ein jährlich am 28. September stattfindender Gedenktag der Vereinten Nationen zur Förderung der Informationsfreiheit. Wichtige Abkommen zwischen Deutschland und seinen Partnern im globalen Süden. Multilaterale Abkommen. Hier spielt Deutschland eine wichtige Rolle. Die AKP- und EU-Abkommen. Die EU und die Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten OAKPS erzielten am 3. Dezember 2020 eine politische Einigung über ein neues Abkommen, das an die Stelle des Partnerschaftsabkommens von Cotonou tritt. Das neue Partnerschaftsabkommen bildet den neuen Rechtsrahmen für die Beziehungen der EU zu den 79 Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean. Die AKP-EU-Abkommen legen gemeinsame Grundsätze fest und deckt folgende Schwerpunktbereiche ab: Demokratie und Menschenrechte, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Klimawandel und menschliche und soziale Entwicklung. Und weitere Schwerpunktbereiche wie Frieden und Sicherheit, Migration und Mobilität. Derzeitige Tätigkeitsschwerpunkte: Entwicklung, Handel, Migrationsfragen. Die Bestimmungen des Abkommens wurden bis zum 30. November 2021 verlängert, sofern das neue Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den AKP-Staaten nicht vor diesem Zeitpunkt vorläufig angewandt wird oder in Kraft tritt. EU-Mercosur-Abkommen. Dies ist ein Abkommen zwischen der EU und Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die Ratifizierung des EU-Mercosur-Assoziationsabkommens steht noch aus, vor allem wegen Brasiliens umstrittener Politik und der Kritiken der Grünen. Bilaterale Abkommen. Hier spielt die enge Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Deutschland und Benin. Handelsabkommen und Zollbestimmungen. 2015 Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EU-Westafrika. Im Jahr 2019 exportierte Deutschland Waren im Wert von 36.037 Millionen Euro nach Benin und importierte Waren im Wert von 2.773 Millionen Euro. Deutschland-Marokko. Das Abkommen zielt darauf ab, die massive Investition in die Produktion und den Export von erneuerbaren Energien zu erreichen, sowie das Land als künftigen Wasserstofflieferanten für Deutschland. Deutschland und Costa Rica. Doppelbesteuerungsabkommen DBA. Davon profitieren besonders die zahlreichen Costa Ricaner mit deutschen Wurzeln sowie deutsche Unternehmen mit Ansässigkeit in Costa Rica. Ein Doppelbesteuerungsabkommen führt Deutschland auch mit Ländern wie Ägypten, Algerien, Argentinien, Bangladesch, Belarus, Bolivien, Ecuador, Elfenbeinküste, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Jamaika, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Liberia, Malaysia, Marokko, Mauritius, Mexiko, Namibia, Pakistan, die Philippinen, Sambia, Simbabwe, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Trinidad und Tobago, Tunesien, die Türkei, Turkmenistan, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnam. Deutschland und Afghanistan. Mit Afghanistan pflegt Deutschland bilaterale Kultur- und Bildungsbeziehungen seit 1952. Erst durch das Afghanische Kulturamt in München und die Niederlassungen afghanischer Handelsdelegationen. Abkommen in Bezug auf Sozialversicherung. Das Ziel
durch dieses Abkommen ist, die Rentnerinnen und Rentner wie zu Hause sozial abzusichern. Die Bürger und Bürgerinnen der folgenden Länder sind betroffen: Brasilien für die soziale Sicherheit seit dem 3. Dezember 2009, Chile für die Rentenversicherung seit dem 5. März 1993, Indien für die soziale Sicherheit seit dem 12. Oktober 2011, Israel seit dem 17.12.1973, Marokko seit dem 25. März 1981, die Philippinen seit dem 1. April 2015, Tunesien seit dem 16. April 1984, die Türkei 30. April 1964 und Uruguay seit dem 8. April 2013. Deutschland und Namibia. Die Verhandlungen dauern seit über 5 Jahren, um ein Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia abzuschließen. Ende Mai 2021 hat Deutschland die Verbrechen deutscher Kolonialtruppen an den Volksgruppen der Herero und Nama im heutigen Namibia Anfang des 20. Jahrhunderts offiziell als Völkermord anerkannt und ein Völkermordentschädigungsabkommen verabredet. Das Abkommen ist vom namibischen Parlament allerdings noch nicht ratifiziert worden.